Sie weinte nicht, als sie dort zurückgelassen wurde. Sie sah nur still hinterher, unfähig zu begreifen, dass das gerade wirklich geschah. Clara, 79 Jahre alt, saß auf der kalten Untersuchungsliege des öffentlichen Krankenhauses, die Hände gefaltet auf dem Schoß, während ihre Kinder gingen, ohne sich noch einmal umzusehen. Es war ein gewöhnlicher Morgen, doch nichts würde danach je wieder gewöhnlich sein. Das Geräusch der zufallenden Tür klang wie ein unausgesprochenes Lebewohl. Ein Leben lang hatte Clara sich um andere gekümmert. Niemals wusste sie, wie es war, an erster Stelle zu stehen. Sie hatte 3 Kinder allein großgezogen, nachdem ihr Mann bei einem Autounfall gestorben war, da war sie noch jung. Sie arbeitete als Näherin, Putzfrau, Köchin, alles, was nötig war, um das Haus zu erhalten, und sie beschwerte sich nie. Ihr größter Traum war es, im Alter ihre Enkel im Garten herumlaufen zu sehen. Doch das Leben hält sich nicht immer an Versprechen. Und dort, im Krankenhaus, allein unter fremden und weißen Wänden, fühlte Clara, wie etwas in ihr zu sterben begann. Sie hatte alles für diese Familie gegeben, und nun, wo sie selbst Hilfe brauchte, war sie zu viel. Clara war für eine einfache Untersuchung hergebracht worden, so hatten es ihre Kinder gesagt. Auf der Fahrt hatten Markus, Heloisa und Danilo kaum mit ihr gesprochen. Sie waren in Eile, hatten Termine, nicht viel Zeit. An der Anmeldung unterschrieben sie ein paar Formulare, gaben ihre Tasche ab mit ihren Papieren und verließen das Krankenhaus, ohne sich umzudrehen. Clara verstand, dass etwas nicht stimmte, als eine Krankenschwester sie fragte: »Bleiben Ihre Kinder nicht bei Ihnen, Frau Clara?« Da begriff sie, es ging nicht um einen kurzen Besuch. Es war keine Untersuchung, es war Abschiebung, getarnt als Fürsorge. Die folgenden Tage verbrachte Clara in der Beobachtungsstation. Die Ärzte fanden keinen dringenden medizinischen Grund für ihren Aufenthalt, doch niemand kam, um sie abzuholen. Man versuchte, die in der Akte notierten Nummern anzurufen. Entweder ging niemand ran, oder das Gespräch wurde sofort beendet. Clara weinte nicht. Sie starrte einfach nur aus dem Fenster. Wartend. Still. Ein junger Pfleger namens Pedro begann sich für sie zu interessieren. Clara hatte etwas in ihrem Blick, eine stille Traurigkeit, wie jemand, der zu lange gelebt und zu wenig erwartet hat. Pedro begann, sie außerhalb seiner Schichten zu besuchen. Er brachte ihr Tee, Kekse, manchmal ließ er sie kurz in den kleinen Garten. »Möchten Sie ein wenig raus, Frau Clara?« »Gerne, aber ich habe keinen Ort mehr, wohin ich gehen kann«, antwortete sie. Eines Morgens fand Pedro Clara mit einem Notizbuch auf dem Schoß. »Schreiben Sie jemandem, Donna Clara?« »Nein, ich schreibe an mich selbst, damit ich mich nicht vergesse.« Doch eigentlich schrieb Clara einen Brief an ihre Kinder. Einen Brief, den vielleicht nie jemand lesen würde oder der das Einzige sein würde, was von ihr übrig blieb. Sie schrieb: »Ihr wart mein Leben. Ich bereue nicht, was ich gegeben habe. Ich bereue nur, dass ihr vergessen habt, wer ich war.« Pedro spürte, dass Clara mehr war als nur eine ältere Dame. Mit Erlaubnis der Klinikleitung nahm er sie für ein Wochenende mit nach Hause, um ihr etwas von dem Gefühl eines Zuhauses zurückzugeben. Clara war gerührt. Sie berührte jedes Objekt, als sei es ein Schatz. Als sie ein Foto in der Wohnung sah, fragte sie: »Wer ist das?« »Das ist mein Sohn Raphael, 11 Jahre alt. Er hat Autismus, ein ganz besonderer Junge.« Clara senkte den Blick, berührte das Foto mit den Fingern und sagte: »Er erinnert mich an jemanden, vor sehr langer Zeit.« »Wen denn?« fragte Pedro. Clara zögerte, atmete tief ein. »Pedro, ich muss dir etwas sagen. Etwas, das ich noch nie jemandem erzählt habe.« Pedro setzte sich ihr gegenüber, aufmerksam. »Vor über 40 Jahren, bevor ich deinen Vater kennenlernte, hatte ich ein Kind. Ich war jung. Meine Familie ließ es nicht zu. Ich musste das Baby weggeben. Ich durfte ihn nicht behalten.« Pedro schwieg. Er spürte, wie sein Herz schneller schlug. »Meine biologische Mutter hieß auch Clara«, sagte er leise. Die Welt hielt für einen Moment den Atem an. Pedro lief zur Schublade, holte seine Geburtsurkunde. Clara nahm das Dokument mit zitternden Händen, las es Wort für Wort und ließ es dann in den Schoß fallen. »Pedro, du bist mein Sohn?« Sie umarmten sich, weinend. Es war, als hätten sie alles nachholen wollen, was das Leben ihnen genommen hatte. »Ich hätte nie gedacht«, flüsterte Pedro, »und ich dachte, ich würde sterben, ohne dich wiederzusehen.« Sie verbrachten Stunden damit, Geschichten auszutauschen. Die Zeit schien plötzlich ein Geschenk zu sein,
und nicht mehr nur ein Warten auf das Ende. Pedro beantragte das Sorgerecht und holte Clara dauerhaft zu sich. Seine Frau Ana hieß sie mit aufrichtigem Herzen willkommen, und der kleine Raphael schloss sie sofort ins Herz. Clara, die wie ein überflüssiger Gegenstand aus ihrem Leben entfernt worden war, blühte auf, als Teil einer neuen Familie. Einer Familie, die sie nie gesucht hatte und doch endlich gefunden hatte. Ihre eigenen Kinder? Sie meldeten sich nicht, kein Anruf, kein Brief, kein Bedauern. Aber Clara wollte das auch nicht mehr. Clara spürte, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Sie hatte Schmerzen. Ihr Körper war müde, also rief sie einen Notar. Sie änderte ihr Testament. Das kleine Haus, das sie noch besaß, das Sparkonto, das sie all die Jahre verborgen gehalten hatte, sogar ein altes Grundstück. Alles ging an Pedro und seine Familie. Sie haben mich geliebt, als ich nichts mehr hatte. Das ist mehr wert als jedes Blut. Clara starb ruhig in ihrem Sessel. Eine Decke auf den Schultern, ein Gedichtband auf dem Schoß, ein Lächeln auf dem Gesicht. Pedro, Ana und Raphael waren bei ihr. Ihre leiblichen Kinder kamen nicht zur Beerdigung. Kein Kranz, kein Wort. Aber Clara erwartete das auch nicht mehr. Pedro schrieb einen Artikel über Clara. Er veröffentlichte ihn anonym in einer kleinen Zeitung. Er wollte, dass man sie nicht vergaß. Der Artikel verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Tausende Leser schrieben, dass sie weinten, dass sie ihre eigenen Eltern wieder in den Arm nehmen wollten. Manche riefen noch am selben Abend ihre Mütter an. Auch Marcos, Heloisa und Danilo. Claras Brief war noch da. Pedro fand ihn zwischen zwei Büchern. Er schickte ihn an ihre Kinder. Sie lasen ihn. In Stille. Am Ende stand: Wenn ihr mich eines Tages besuchen wollt, sucht mich nicht in einem Haus, nicht auf einem Friedhof, sucht mich in allem, was ich mit Liebe getan habe. Und wenn ihr jemals jemandem helft, ohne etwas zu erwarten, dann bin ich bei euch. Das ist Claras Geschichte. Einer Frau, die weggeworfen wurde und als Licht ging, die alles verlor und am Ende mehr fand, als sie sich je zu hoffen gewagt hatte, ihren Sohn und die Liebe, die nie aufgehört hatte, in ihr zu leben. Diese Geschichte erinnert uns, nicht jeder Abschied ist das Ende. Manchmal ist es nur der Anfang von etwas Wundervollem. Hat dich diese Geschichte berührt? Hattest du schon einmal ein Wiedersehen, das dein Leben verändert hat? Schreib uns in die Kommentare, aus welcher Stadt du zuschaust. Vielen Dank fürs Zuschauen.